Ich weiß nicht so richtig, wofür sie sich da bedanken möchte. Ich kann ja nicht so richtig böse sein. Aber irgendwie schon. Ne? Also ja, sie hat Grace da mit reingezogen. Aber na gut, sie war ja irgendwie jetzt auch nicht, also ganz, ne, mehr oder weniger Spielball der ganzen Geschichte. I don't blame you, in case you're wondering. You don't? You didn't ask for all this to happen. You did the best you could, Calliope. Thank you for saying that, Grace. Truly. Bin ein bisschen stinkig auf Apollo, muss ich zugeben. I can't believe Apollo didn't tell us about this. He kept quiet the entire time. He knew Athena killed an idol. He had a duty to tell us. If he had, Grace would have been locked into the same fate as Calliope. We don't know that. I have to go back. And I have no idea what will happen. None of this seems real. So many years of history, the fights, the highs, the miseries. I'm so proud of you, but it's time to go. I never truly saw before how trapped we were, so far from shore. Great at the time, but it's time to go. It's time to within my soul, you will remain with me, a best friend through the dark. Gone, you're irreplaceable. It's time to go. It was quick and so was I. I was not prepared to die, but Grace, I choose this, and I know you'll get by. It's time. So many years of history, the fights, the highs, the miseries. I'm so proud, Grace. Freddie, I gave everything to watch you go. I know. Now it's time to go. It's time to go. Bye, Freddy. You've returned. Alter, ich hau dir auf die Fresse.
I see Freddie isn't with you. I'm so sorry, Grace. Did you at least get to speak to the Fates? Then what happened? Okay. Okay, ich bin da. Freddy Bester, was soll man sagen? Ich hoffe, die langweilt sich nicht da unten. Tja, Apollo. We know what happened. We know about the prophecy. And Athena. Oh. That's all you have to say? Oh? You knew. You knew the truth this entire time. Even when you said you were helping Grace. Yes. Yes, I did. Das Schlimme ist, ich verstehe tatsächlich, warum. Ich verstehe, warum er nichts gesagt hat. Weil er seit 3000 Jahren der fluffing Gott der Prophezeiungen ist. Und er hat uns selbst erzählt, dass er seit 3000 Jahren versucht, damit umzugehen, diese Dinge zu wissen. Und völlig egal, was er macht, ob er sie ignoriert oder ob er versucht, sie zu verhindern oder ob er sich einfügt, es ist immer alles scheiße. Ich verstehe, warum er sich dagegen entschieden hat, was zu sagen, weil er Angst hatte, dass es eine self-fulfilling prophecy wird. Weil er gehofft hat, solange er die Klappe hält, ist da Unsicherheit drin. Aber er hätte mehr sagen können als nichts. Er hätte die Prophezeiung völlig außen vor lassen können und er hätte uns in Richtung Athene schieben können. Er wusste das. Er hätte mehr tun können. I trusted you. You said I'd opened your eyes, changed you, and this entire time... You did change me. I wanted to be worthy of your trust. While lying to me? I didn't want you to share Calliope's fate. I was trying to protect you, Grace. Whatever you were trying to do, Apollo, you failed. We know the prophecy now. Then it's done. Ach, guck mal. You're locked into it. Right? Isn't the prophecy open to interpretation? Couldn't you be wrong about how it ends? When am I not wrong, Grace? That's right. Leave. It's what you're best at. I don't know how this will affect your trial. We could tell them what we've learned. Even without proof, it makes enough sense that Athena couldn't just brush it off. But if she believes you need to die in order to save the idols, if she truly believes that, it won't matter what anyone says. Hat sie tatsächlich die Macht, sich gegen die ganze Gemeinschaft zu stellen? Andererseits ist halt tatsächlich die Frage, ne, wie viele sich tatsächlich aktiv für uns einsetzen würden, wenn es hart auf hart kommt und sich gegen Athene stellen.
Das ist schwierig. Wir sollten einen Deal aushandeln. Wir könnten das versuchen. Does there still need to be a trial? If we go to Athena privately, maybe we could work out some kind of deal. She won't make a deal. All that will afford her is a chance to kill you before the trial. She tried that once already. And your friend died as a result. No, it's a clever thought, but Athena needs to be challenged in front of everyone. When you go to the trial, I'll back your play, up to and including overthrowing Athena. Calliope would approve. But what about... Just so you understand, our chances aren't good. I suggest you do whatever necessary to prepare. Great. Wir sind an Tag 7. Es ist der letzte Tag. Meine letzte Chance, mit jemandem zu sprechen, bevor der Prozess beginnt. Das heißt, wir haben jetzt noch eine... Das habe ich letztes Mal gar nicht realisiert, aber war jetzt noch ein Gespräch, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, da müssen wir uns jetzt gut überlegen. Persephone hat uns schon Unterstützung zugesagt. Mit der müssen wir also eigentlich nicht nochmal quatschen. Apollo mag uns eigentlich ganz gerne. Wir waren allerdings das letzte Mal relativ stinkig mit ihm. Aber ich glaube, das geht schon. Es ist ja gar nicht schlimm, dass du verschlafen hast und wir uns da verquatscht haben. Na, gar nicht. Gar nicht. Oder das meint, du hast nur noch diese eine Gesprächsrunde. Wir werden es erleben, Lativi. Ich werde auf jeden Fall, ich denke, ich werde als allererstes mit Pan sprechen. Ich glaube, das ist der größte Wackelkandidat in unserem Fall. Na? Aber was wir jetzt brauchen sind Supporter, ne? Wir haben zwar die Fakten auf unserer Seite, aber das heißt ja bekanntlich nichts. Und im Chorus sind Persephone und Apollo, die haben natürlich mehr Gewicht. Da würde ich aber sagen, also Apollo, so haben wir zu 70-80%. Persephone hat, wie gesagt, schon zugesagt. Die hat uns das letzte Mal auch in die Pfanne gehauen, aber ich bin bereit, das jetzt erstmal so hinzunehmen. Pan wiederum können wir bisher noch gar nicht einschätzen und ich denke, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ihn einmal ihm einmal zu zeigen, ne, auf welcher Seite er gefällig zu stehen hat. Apollo hat mehr Gewicht, ist das ein Dissen? Nein, er hat einfach mehr Muskelmasse. Wir konfrontieren also Pan. Pan? Are you here? Pan! All right then. Guess I'll just head off. I thought you didn't want to see me anymore. You're not here to yell at me, are you? Vielleicht ein bisschen. Mag ich, aber machen wir natürlich nicht. Können wir nicht. Ich will nur reden. No, I just wanted to talk. Oh. Now you've got my ears quivering, Grace. Whatever could we have to discuss? Kamera vielleicht etwas nach oben. Danke, du hast völlig recht. Wenn ich Chat nicht hätte. Chat. Kamera. Da.
Dankeschön für den Hinweis. Ich weiß, dass du unschuldig bist. Oder ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, dass du unschuldig bist. I know you weren't behind Calliope's murder. Oh, then you've learned something, haven't you? Something not exactly pleasant. I see. Isn't that always the way? Tell you what, Grace. Let's indulge in one last transaction. Relay what you've learned, and I'll see if I have any advice to offer. Wir sprechen mit ihm. Ich bin mir des Risikos bewusst, dass das sein kann, dass er instant zu Athene läuft und ihr alles erzählt. Ich glaube aber nicht, dass ihr das jetzt viel helfen wird. Ich habe aber so ein bisschen die Hoffnung, ihn auf unsere Seite ziehen zu können, wenn er vermutlich all diese Sachen schon weiß. Okay, where do I begin? Well, of course it was Athena. Wait, you knew? No, how could I? So what now? Let the prophecy play out. Huh? Let it play out. It doesn't say the last muse will die, just that she must for the idols to continue. Perhaps the idols shouldn't continue. Seems reasonable enough. Gieße mir kurz was zu trinken ein, dauert einen kleinen Moment. Voll gut, dass er das erste Mal faktisch gesagt hat, nein, wie hätte ich das wissen sollen? Bisher war immer ganz klar so, ja, ist ein alter Hut. Ah, der gute Pan ist natürlich top informiert, bla bla. Athene sieht das aber nicht so. I doubt Athena would agree. Or many of the other idols, for that matter. Yes, well, if history says anything about the idols, it's that we're a bunch of reactionaries who make poor decisions. Frankly, change is long overdue. Continuing on as we have been isn't appealing, and I doubt I'm the only one who thinks so. I'm rather looking forward to the trial now. How exciting. Ich hasse ihn, aber ich mag ihn. Wenn das Sinn ergibt. Ja, das Gespräch hat sich gelohnt. Wir können tatsächlich mit den anderen auch noch sprechen. Lativi hat recht gehabt. Dann werden wir das natürlich tun. Als nächstes sprechen wir dann mit Apollo. Oh, it's you. Paul comes in, mopier than his usual mopey self, and won't say a word about why. But of course, it's you. Mopier as usual. Finde ich ja gut. Ich weiß, dass er dir wichtig ist. Look, I know you care about Apollo. I'm not here to hurt him. Yeah. And, why should I believe you? Because I care about him too. I guess I can go ask him if he wants to talk to you. Don't be surprised if he says no, though. It's all right, Oracle. I think Grace and I need a moment alone, if you please. Oh, sure. Don't mind me. It's not like I was in the middle of anything. You're angry. You have every right to be. Ich dachte, du wärst besser als das. Of all the people who've lied to me lately, I least expected it from you. I wanted to tell you so many times. Especially after I
got to know you better. When I first became Apollo, I was so sure I could help people. Help the world. I ignored the warnings. You have no idea how many lives I ruined before I stopped. I never should have given in to Athena. This one time, I thought that maybe it will be different. Und ich verstehe sein Dilemma. Ohne Witz, ich verstehe es wirklich. Er hat halt dieses Riesenproblem, dass er Wissen besitzt, das er faktisch nicht anwenden kann. Weil das ist, wie Prophezeiungen funktionieren. Ich verstehe auch ein Stück weit, dass er das anfangs zurückgehalten hat. Aber ich verstehe nicht, als er gemerkt hat, ne, dass wir uns auf diese Schnitzeljagd begeben, warum er dann nicht eingegriffen hat. Spätestens als es wirklich anfing, gefährlich zu werden. Und ich meine, wir waren ja schon an dem Punkt, dass er uns gesagt hat, guck, ich habe eventuell Hinweise auf die Zukunft, aber ich habe da ein Problem damit, das mitzuteilen. Das hätte man ja genauso durchblicken lassen können. Ne? Ey, ich weiß Dinge, ich habe Angst, dir davon zu erzählen und wir müssen damit vorsichtig sein. Aber, ne, hint, guck mal hier, guck mal da. So ein bisschen wie Pan das gemacht hat, ne? Pan hat das aus anderen Motiven gemacht, aber Pan wusste ja auch Dinge und hat Grace ganz mit Absicht in bestimmte Richtungen geschubst. Und ich bin mir sicher, ne, dass auch Apollo hätte da einen Weg gehabt. Ich vermute nur, Apollos Hauptcharakteristik ist halt nicht unbedingt bestechende Intelligenz, um es jetzt mal hart zu formulieren. Dafür ist er zu sehr Drama Queen. Und nochmal, ne, also ich will es nicht runterreden. Ich verstehe, warum er ist, wie er ist. Und ich habe allen Respekt für sein Trauma. Aber er ist halt auch einfach keine Kämpfernatur. Du bist nicht allwissend. You don't know everything, Apollo. Half the problem is that you and every other idol thinks they do. What do you mean? Trying to prevent the prophecy is what's making it come true. So you want to, what, stop trying? Maybe. I hope you can forgive me, Grace. You have opened my eyes to so much. But I understand if this changes things between us. Das wissen wir jetzt noch nicht. Lass uns erstmal überleben. I honestly don't know. I'll have to think about it. I understand. I suppose I'll see you at the trial, Grace. As always, if you need me, I'll stand by you. Thank you. Stand by me. Ich glaube, das lief alles in allem ganz gut. Er hat uns Unterstützung zugesagt, das ist viel wert. Ob wir darauf am Ende zählen können, müssen wir sehen. Ne? Aber das ist ja wie mit allen Idols das Problem. Die erzählen eine Menge, wenn der Tag lang ist. Aber mal gucken. Wir konfrontieren Persephone. Gucken, was sie noch zu sagen hat.
Did you forget something, Grace? It felt like we hadn't quite finished our conversation. It seemed pretty finished to me. What more is there to discuss? Die Sache im Haar, das steht noch im Raum. Sie hat uns im Endeffekt benutzt, ne? Es ist so ein bisschen untergegangen in den ganzen Geschehnissen. Aber wurde klar, dass weshalb wir in den Hades gekommen sind, eigentlich von vornherein für ein Dings war. We could talk about what happened in Hades. We were kind of interrupted by Freddy, and then everything. I lied to you, Grace, to get what I wanted. What more is there to say? Maybe nothing. Maybe everything. Scheint ihr jedenfalls nicht leid zu tun. Calliope would not have approved of the way I acted. But then she seldom did. It was so good to see her in Hades. To have her say she forgives me. I just wish it were as easy to forgive myself. Wir könnten nochmal von vorn beginnen, finde ich eigentlich einen schönen Vorschlag. Ich möchte ihr nicht einfach vergeben, weil das, was sie getan hat, finde ich, das kann man nicht einfach wegwischen, aber mit einem Neustart, ne? Einfach nochmal sagen, okay, pass auf, scheiß Situation. Bringt auch nichts, jetzt sich da ewig drüber zu zanken. Ich bin bereit, dir noch eine Chance zu geben. Ne? Das ist nicht vergeben. Jemandem noch eine Chance geben, finde ich, ist nicht vergeben. Es ist gucken, wie es sich entwickelt. Ich finde, das sind zwei Paar Schuhe, wenn es irgendwie Sinn ergibt. You could apologize, you know. We could start over, from square one. Apologizing really isn't my style, Grace. Stranger things have happened. Fine, fine. I'm sorry. There, you have it. Are you satisfied? It's a start. Is it any easier out there? Do you miss being immortal, Grace? Irgendwann wird der Zeitpunkt bestimmt kommen. Eventually I will. I'll always wonder what I might have become. I never gave it a second thought before. And now I wonder. Ja, doch, ich glaube, das lief gut. Dass sie bereit war, sich zu entschuldigen, glaube ich, ist eine Menge wert und zeigt viel, wie die Beziehung zwischen Grace und ihr ist. Wir haben sie auf unserer Seite. Und was ganz wichtig war, denke ich, wir haben Persephones Blick auf Alternativen gelenkt. Sie hat selber gesagt, sie hat vorher nie darüber nachgedacht, was aus ihr hätte werden können, wenn sie sterblich gewesen wäre. Jetzt denkt sie drüber nach. Das bedeutet auch, wenn es gleich darum geht, dass die Idols unter Umständen nicht mehr in der Form weiter existieren können. Dass sie jetzt dafür einen Blick hat und dass sie jetzt bis zur Verhandlung eine Chance hat, sich darüber nachzudenken.
ne, es überhaupt in Betracht zu ziehen. Was aus der Crime-Bossin geworden wäre, die das aktuelle Idol noch. Na ja, natürlich, ne, klar. Aber das ist ja das, was dahinter steht. So. Auditorium übrigens ist ein Material, das ein bekannter deutscher Autohersteller verwendet, um Atomkraftwerke damit zu bauen. Nur falls ihr euch gefragt habt. Los geht's. So this is it. All your new friends have lied to you, but somehow they're gonna get you through the trial, right? I wish Freddy were here. Like a boat lost at sea, Schöner Zuckerschnitt. with no sails, not a breeze. I am drifting cold waters, no star to be seen. I'll embrace the fire as it burns deep inside, bright enough to guide me, an ocean defied. But as I burn